da vorne, ich glaube, ist unsere Lösung. Ja. Ja. Aber zuerst zeige ich mal das Problem. Hier in diesem Bereich haben wir ein Problem. Da liegt schon mal einmal Handspirale. Und ja, gestern hat Kunde versucht, von 6 Uhr bis 12 Uhr eine Verstopfung zu lösen. Der Geruch steht schon mal da. Aber der Geruch steht so dass er gefühlt schon eine Woche alles steht. Hier sieht man schon mal, dass da waren mehrere Personen. Hier kommt es zurückstau. Das Licht ist wie eine Kerze. Ja, also hat er von beiden Seiten versucht, von da vorne, von da mit Wasserschlauch, mit einer Pumpe. Schon. Also das ist eine Bürste. Genau. Scheiße steht bis oben rauf. Orchideen kriegen eine gute Verdünnung oder wie der heißt. Ja. Und da ist meine Spirale, also der vom Kunde. Und da vorne ist unsere alte Dreikammergrube. Von da schauen wir mal erstmal rein. Und von da hat er versucht mal Verstopfung zu beseitigen. Was ist denn das? Das ist ja zum Reiten. Wenn Verstopfung nicht beseitigt wird, dann reiten wir von hier weg. Gut, legen wir mal los. So, jetzt fangen wir mal richtig an. Heute erster Kaffee bei mir. Und es ist schon Mittag. Wo warst du denn vorher? Der hat Danny ab. Ich war in Amberg, Sulzbach, Hirschau, überall. Und überall hast du keinen Kaffee gekriegt. Ja, schlechte Baustellen, Hausverwaltung. So. Nur Kellerofen. So, der Plan ist so. Das ist alte ehemalige Dreikammergrube. Hier hat uns Kunde schon mal versucht, Verstopfung zu beheben. Da haben wir unsere Leitung. Und von da gehe ich jetzt Richtung Haus mit der Kamera, Richtung unsere Toilette. Wenn ich keinen Abzweig habe und Verstopfung sehe, dann ja, machen wir mit Hochdruck. Wenn ich hier in den Abzweig reinkomme, dann muss ich halt im Haus arbeiten und ja, von da Verstopfung lösen von Toilette. Die Baustelle geht ja weiter. Ich lasse jetzt mal ausblenden mein Video vom Schachthaus. Und ja, sieht nicht so gut. Circa bei 11 Meter habe ich meinen Abzweig gehabt. Und da komme ich nicht in den Abzweig rein. Jetzt sind wir beim Erdgeschoss. Und ich versuche mal von da Verstopfung zu beseitigen. Wenn ich überhaupt diese alte durchgerostete Schrauben wegkriege. Scheiße. Komm. Das ist schon. Beide sind ja richtig durchgerastet. Und das geht ja nicht. Der macht nicht mal einen Muck. Immer die besten Baustellen.
zu Feierabend. Da haben wir auch Terror. Ja, so sieht es aus jetzt mal wieder. Und die untere Toilette will ich jetzt nicht unbedingt abbauen. Und da ist ja alles voller Scheiße. Ach komm, leckt's mir am Fett. Jetzt dreht er sich, oder was? Diese scheiß Schrauben, die machen mich fertig. Passt, glaube ich, in meinen Schlüssel rein. Jawohl, jetzt. Die Schrauben sind kaputt, beide. Schon richtig durchgerostet Zeug. Aber das ist nicht das größte Problem. Schauen wir mal. Gut, dann machen wir den zweiten ab und dann schauen wir mal die Leitung an. Okay. Den zweiten geschafft. Mit dem ganz alten Schlüssel. Okay. Ich glaube, der ist auch richtig abgelagert. Nee, der ist okay noch. Der passt noch. Ja. Schauen wir mal. Die Verstopfung sollte jetzt nicht weit liegen. So, von Toilette machen wir, ne? Erdgeschoss. Vor der Verstopfung beseitigen, schauen wir die Leitung an. Da hat er schon mal eine kleine Ablagerung. Und da kommt schon unsere 100.000 Bogen. Ablagerung. Und hier, das ist jedes Stockwerk hat ungefähr 3 Meter. Ne? Hier sind wir bei 3 Meter. Und da steht die Kacke. Da steht die Kacke. Gut. Dann hilft mir heute nur Spirale. Und heute ohne Team.
T-Shirt, weil meine Waschmaschine hat nicht auf Trocken eingeschaltet. Aber jetzt habe ich was für Enrico. Ganz neue und spezielle Handschuhe zum Testen. Das wird er gleich sehen. Stinken wird auf jeden Fall schon mal. Ah? Stinken wird auf jeden Fall schon. Ja, wenn das schon stinkt, dann ist das Kacke im Rausch schon drin. Ne? Ja. So, Enrico, ganz schöne Handschuhe mit Noten zum Testen. Die sind etwas dicker. Ja, die sind ja ganz gut. Damit du besseren Griff hast. Von beiden Seiten mit Noten. So, wir machen Folgendes. Ich fahre hier mit Spirale rein. Sie schauen zu. Wenn unten Scheiße wegläuft, dann sagen Sie mir dann Bescheid. Dann lasse ich gleich hier Badewanne laufen, damit es auch ordentlich wegläuft. Ne? Ich mache hier, das Fenster ist offen, passt perfekt. So. Legen wir mal los. Jetzt natürlich durch diese mehrere Bogen muss man auch durchkommen. Aber Enrico für Spirale sind nicht gut. Da brauchen wir Sicherheitshandschuhe. Jetzt schauen wir mal überhaupt. Kommt der Widerstand. Jetzt kommt der Widerstand. Jetzt machen wir mal ordentlich frei. Was? Läuft weg. Das ist perfekt. Bitte einmal spülen. Unten? Ja? Da habe ich gleich nichts mehr. Aber es läuft. Schon mal gute Zeichen. Aber hier läuft, haben wir doch Waschbecken, oder? Kann man doch auch laufen lassen. Oh, da kommt Coca-Cola raus. Oder Spezi. Spezi ist zu hell. Für Cola ist zu hell. Da kann man laufen lassen. Ist abgedreht. Naja. Schauen wir mal einmal. Einmal drücken wir. Da ist alles dicht. Da kommt ja kaum Wasser. Ein bisschen kommt schon. Aber ein bisschen zu wenig. So, wie schaut's aus? Haben wir schon Wasser? Nein. Wenn ich trotzdem das Fenster aufmache, gibt es gleich rein und dann ist das Haus. Nein, brauchen wir nicht durch ganzen Haus. Brauchen wir durch ganzen Haus nicht? Willst du da her? Ja, ich muss ja bloß das wegspülen und dann schauen. Ja, ich bin ja. So, hast du mit Essig versucht oder was Verstopfung zu beseitigen? Ja, meine Frau hat gestern schon das erste Mal putzt. Das erste Mal. Und dann haben wir gemeint, das läuft bloß, weil es auf einmal gelaufen ist, weil es aus der Dusche ist, was normale Wasser ist. Okay. Ding. Und dann haben wir umgespült, auf einmal kommt die ganze Scheiße. Also nur zum Putzen oder für Verstopfung beseitigen? Nein, bloß zum Putzen. Okay. Gut, Wasser aufdrehen. Ich habe gedacht, die haben mit Essigverstopfung beseitigt. Aber nein. Oh Mann. Also es muss erst jetzt schnell gehen, weil ich muss zum Schiffen. Na?
Jawohl. Das Wasserschlauch verstopft. Ein bisschen Luft. Perfekt. Es läuft sehr gut. Dann lassen wir mal hier laufen. Kommt es vorne an? Ich hoffe, hier kommt nichts mehr raus, ne? So, meine Wasser kommt gut an. Vorne. Hier rauscht auch schon. Das ist sehr gut. Dann geben wir mal ordentlich Gas. Und ich fahre mal meine Spirale raus. Und dann schauen wir mal, ob ich da was am Spirale rauf habe oder nicht. Ja, Bobby. Aber so wie das ausgeschaut hat, davor, die Leitung, was ich vom Schacht draußen gefahren habe, sieht aus nach sehr starken Ablagerungen. Die wir dann demnächst auch entfernen müssen. Ich glaube, da sind wir keine Vollzüger. Das ist so eine Altersbedingung. Kommt mehr Wasser? Okay. Ich würde sagen, wir schauen mal jetzt mal in der Leitung an. Und das wird unsere Kontrolle nach der Verstopfung, Beseitigung. Das Wasser rauscht schon richtig, im Schacht kommt schon auch an. Aber ich glaube, 80–90%, dass das Rohr einfach im Urinstein nachgelagert. Und da war ja jahrelang nichts gemacht. Hier sieht man schon mal in der Leitung, dass da Ablagerungen. Das ist jetzt unsere Kellertoilette, was hier läuft. Und da, hier, genau hier, haben wir eine ordentliche Kante mit Ablagerung. Hier sieht man schon mal diese 90 Grad Bogen, Ablagerung und dann natürlich auch. Und hier ist ein Teststück verbaut. So wie aussieht. Das ist die Frage, welche Richtung ich abbiege überhaupt, ob ich überhaupt abbiegen kann. Hier komme ich ja nicht mehr weiter. Aber so wie aussieht, es läuft nach links alles. Das ist das, was rechts, das ist diese Leitung, was ich befahren habe vom Schacht aus. Da habe ich eine Befahrung gemacht. Jetzt habe ich abgebogen.
Die Frage ist, ob das jetzt die richtige Richtung ist. Aber so wie er aussieht, ist die Fließrichtung abgenommen. Dann heißt es, wir müssen circa nach 10 Metern, das ist so viel Ablagerung und Zeug. So. Muss irgendwo unsere Deckel sein. Wieder nicht mehr so viel Deckel ist. Da oben ist unsere Öffnung. Hallo? Sehen Sie Kamera? Jetzt nochmal gut schauen. Jetzt, oder? Ja? Perfekt. Das ist jetzt unsere Dreikammergrube. Das ist unsere Öffnung. Abfluss ist jetzt mal frei. Zuerst. Ja. Und weiter. Ich glaube, wir müssen ab hier eine Ausfräsung durchführen bis zu diesem Teststück und von draußen praktisch, das wird das ganze Leitung von hinten hier durch ganzen Haus und ganz hinten sind Waschraum und Küchen. Das waren diese 20 Meter, was ich beim ersten Mal ausgeblendet habe. Ja, das muss auch gemacht werden. Und schauen wir mal, dass ich hier mal irgendwie zusammenbinde. Ganze Toilette. Und dann lassen wir mal die Badewanne voll, ob das ordentlich mal abläuft. So, jetzt nach der Verstopfung beim Rückziehen, da wo immer wieder Senke war. Das zweite Problem ist aufgetaucht. Hier liegt unser Duftstein bei 7 Meter, bei 8 Meter. Und der muss natürlich heute auch raus, weil sonst gibt es ja größere Probleme. So, jetzt wird mal das weitere Problem gelöst vom Schacht aus. Weil sonst, wenn das jetzt nicht gelöst wird, dann gibt es garantiert in ein paar Tagen wieder eine Verstopfung. So ein kleiner Teil kann so ein großes Schaden machen. Ich kann natürlich jetzt mal mit Hochdruck das Zeug rausziehen, aber ich versuche erstmal mit Spirale mit Rückroller. Ich stelle mich mit dem Rücken her. Ah, alles klar. Den Rücken kann ich filmen, oder? So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt stehen wir mal da. Bei unseren Duftsteinchen. Unsere schönen Duftstein. Ah, und da unten ist noch dieser einragende Gummi. Ne? Ja, ja. Was uns zu Problem macht. Also. Und schauen wir mal, ob wir das noch kriegen. Ich gebe mein Bestes. Wenn das jetzt nicht funktioniert beim ersten Mal, dann fällt die zweite Tasse Kaffee. Die kriegst so oder so, auch beim ersten Mal. Die kriegen wir schon hin. Die Kaffeetasse, das wird nicht das Problem sein. Ja. So. Jetzt kommt unsere Rückroller im Einsatz. Wir müssen dann nach rechts. Wenn ich untersteige und sagst, das Rohr im Wasser, vielleicht bringe ich ihn um mich. Der ist schon um mich. Der ist schon richtig. Okay.
Festhalten, Finger aber weg. Gleich nach Plan. Das Problem ist unten halt diese Ablagerungen. Ach komm, das Stück, wenn mir nicht reicht. Das Stück, wenn mir nicht reicht. Jetzt stehen wir genau bei dieser Gummi, ne? Bin ich drüber? Ah, jetzt habe ich Gummi auch noch mitgenommen. Oh, Jetzt hängt der Gummi drin, oder? ja, die lassen wir noch da. Wir brauchen zuerst unsere Kopfstein. Und der nächste Auftrag kommt da. Jetzt habe ich die Gummi auch mitgenommen, ne? Na? Ja, aber ich hab's, ja? Schaut gut aus. Schaut gut aus. Ein Gummi ist da dabei. Also für 2 Sachen, das wird teuer. Gleich 2 Sachen erwischt. Ich hoffe, die verlieren wir jetzt nicht auf dem Weg. Ja, das ist auch. Sieht noch gut aus, weil ich muss immer nachdrehen. Operation Delta. So, jetzt sehen wir auch nichts mehr. Jetzt ist die Frage, ob wir das hinkriegen. Müsste mal kommen, oder? Vorsicht, ziehen wir die Kamera raus. Zack, nicht draufsteigen auf alle, weil sonst ist Jetzt ist er fort. jetzt ist wieder gut. Oh, Scheiße. Ich glaube, er ist aber nicht weit weg. Ich glaube, ist nicht weit weg. So, der erste Versuch ist fehlgeschlagen, aber das liegt jetzt irgendwo in diesem Bereich. Bis daher. Das Problem ist, das Wasser ist so mit Druck ist, weil die ganze Ablagerung und durch diese kleine Senke sehe ich nichts mehr. Jetzt kommt erstmal Wasser rein. Wir lassen mal ein bisschen Wasser laufen. Ich bewege mein Zeug mit der Kamera. Entweder schwimmt es nach, weil das liegt schon seitlich, oder ich gehe nochmal mit meinem Rückholer und hole das Zeug raus. Jetzt schauen wir mal gleich. Der Trick 2 hat funktioniert. Unser Tupfstein ist schon unten. Sollen wir Rohr rausziehen? Ja, die Wasser. Ganz? Ja. Vorsicht! Okay. So. Das teure Stück, die ganze Ursache zur Verstopfung gemacht hat. Mit einem Feuchttuch. Eine gute Kombination. Da wird es sauer.
Dieses Jahr gibt es keine Weihnachtsgeschenke. Nein? Aber für Eddie Rohrreiniger bestimmt Trinkgeld. Kriegst schon was. So, jetzt fehlt nur diese Gummidichtung, ne? Ja, machen wir mit dir. Aber die ist ja schon los, die schwimmt ja glaube ich weg. Geh mal mit der Kamera jetzt nochmal rein. Oder mit der Welle. Mit unserem Rückkoller. Und dann schauen wir mal, ob ich die erwische jetzt gleich. So. Alles. Unten haben wir keinen Rückstau. Unsere Gummidichtung ist verschwunden irgendwo in der Leitung. Jetzt ist der Fluss soweit. Ausfräsung folgt noch. Liken und abonnieren.